Hi und herzlich willkommen zu meinem Häkelwochenrückblick. Samstags kommt immer ein Video zu meinen Häkelsachen und dienstags immer ein Video zu meinen Diamond Painting Sachen. Genau. Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel gehäkelt, aber mir ist aufgefallen, dass ich letzte Woche vergessen habe, hier meine Jacke einmal zu zeigen, und ich dachte, das hole ich jetzt noch nach, und deswegen gibt es heute trotzdem ein kleines Video. Bei uns ist einiges los. Die Erkältung hat Einzug gehalten bei uns, und da ist ein Teil der Familie, hat es erwischt und ist krank. Gut, das ist manchmal so. Was will man machen? Man bleibt nicht verschont. Ja, ich habe ein klein wenig hier an meinem Hexagon weiter gehäkelt, aber wirklich nicht viel. Ja, 2,5 Reihen kamen dazu. Wenigstens ein bisschen was. Ich habe mich trotzdem gefreut, dass da wenigstens ein bisschen was dazu kam. Aber ja, ich habe es leider nicht so oft zur Hand genommen, wie ich es gerne hätte. Ja. Aber gut, wie gesagt, das hier ist ein Projekt, was ja nicht so schnell wachsen braucht. Das ist völlig in Ordnung. Das darf ruhig so vor sich hin wachsen. Und es ist ja schon der zweite Teil der Jacke und deswegen nicht so schlimm. Soll noch ein Rock unten drunter, unten dran sozusagen. Mal schauen. Das hatte ich letztes Jahr, Herbst, Winter hatte ich das angefangen. Aber es schleicht vor sich hin. Das ist einmal mit dem Garn von Yarn Art, Flowers Moonlight. Hier steht die Zusammensetzung einmal. Cotton, Pack und Polyester durch den Glitzerfaden. Hat 1000 Meter, ist 260 Gramm schwer. Und ja, wie gesagt, davon habe ich hier drin in dem dunklen Beutelchen hier noch einen drin. Oder nur noch ein Teil davon. Und aus dem dunkleren soll dann später der Rock werden. Das Ganze häkele ich mit einer 3er Nadel. Ich dachte jetzt 3,5, aber es ist eine 3er Nadel. Und ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil. Hier, das ist der erste Teil von dem Hexagon. Und das soll, wie gesagt, nachher die Jacke werden oder auch das Oberteil sozusagen und dann ein Rock noch unten dran, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen deswegen auch so ein bisschen, dass das vor sich her dümpelt, weil ich das so noch nicht gemacht habe und ich ein bisschen Respekt davor habe, wie es nachher aussieht. Ja, aber du siehst, es fehlen nur noch ein paar Runden eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden. Und dann wäre er hier auch fertig. Man muss sich nur mal dazu durchringen, nicht wahr? Ja. Aber gut, wie gesagt, bis zum Herbst habe ich es fertig. Ja, und das werde ich dann auch so zusammennähen wie hier das. Außer, dass ich das dann noch vorne schließen werde, ein Stückchen. Das hier ist ja die Hexagonjacke von dem Garn mit Schachenmeier. Und jetzt gucke ich kurz, 360 Meter hatte ein Knäuel. Ich hatte 2 Stück davon. 100% Polyacryl. Sollte eigentlich so ein Polunder werden, ist es nicht geworden. Es wurde wieder aufgezogen. Es wurde
eine kleine, feine Hexagonjacke. Ja. So. Mit so einem kleinen Dreiviertelärmelchen. Ich habe das hier oben am Hals auch einmal komplett zugemacht. Ja, also einmal komplett so geschlossen. Das funktioniert auch gut. Ich habe hier extra so ein bisschen die Löcherchen gelassen, weil ich das so dann auch zum Beispiel gut aufhängen kann. Ja. So. Und dann hier in der Mitte ist einmal diese kleine Naht vom Zusammenhäkeln und hier oben. Ja, aber ich finde, das sieht so ganz gut aus. Das passt gut. Hier sind noch die Markierungen dran. Das hatte ich noch nicht abgemacht, weil ich sie noch nicht fertig gezeigt hatte. Ja. Meiner Mama werde ich die nicht geben. Die ist ihr eindeutig ja, ein bisschen zu eng. Sie hat das lieber ein bisschen weiter alles. Und deswegen wird sie entweder in die Kiste für das Frauenhaus wandern oder mal gucken, vielleicht trinkt sich meine Tochter noch durch und sagt auch so für abends mal zum Überziehen, nach dem Duschen oder so zum Warmhalten, ist die ganz gut. Ich nehme sie, aber ich nehme sie ja nicht an, weil das ist ihr zu bunt gemischt von den Farben her. Das mag sie nicht so gerne so. Ja, obwohl ich finde, es sind schöne erdige Töne mit ein bisschen kräftigeren Grün dabei. Aber gut, da sind ja die Geschmäcker verschieden, von daher ist das auch nicht schlimm. Es ist in Ordnung. Aber sie ist fertig und ich habe sie letzte Woche vergessen, einmal zu zeigen. Und so werde ich auch hier die Hexagon-Teile von dem Kleid zusammenhäkeln und dann hier vorne auch noch mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, eine gewisse Höhe zu schließen, so dass das so ein V einfach gibt. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich würde es mir wünschen, aber ja, mal gucken. Und Versuch macht klug, also wird das ausprobiert. Und wenn es nichts ist, dann wird es halt aufgelassen. Ne? Ja. Genau. Ja. Daran hatte ich ja gehäkelt. Das habe ich die Woche davor gemacht. Und dann habe ich noch eine ganz kleine Runde hier an meinem Osterhäschen gehäkelt sozusagen. Mit einer Dreiernadel. Die Jacke hier habe ich mit einer Vierer gehäkelt. Also das hier mit einer Dreiernadel, das ist einmal der Bobbel von Miss Pimpinella. Vierfädig, 900 Meter in zarten Pastelltönen. Das ist der OV 15. Hier geht es zu ihrem Etsy-Shop. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Gefällt mir sehr gut, sieht gut aus. Ein schönes Blau wäre noch super gewesen, wenn das dabei gewesen wäre. Aber ist es nicht, ist auch nicht schlimm. Und das wird diese Sternenweste. Da habe ich jetzt die Arme mit dran. Also hier oben Kopf. Und hier sind schon die Armausschnitte. Da brauchst du dich jetzt nicht wundern, hier an der Schulter wächst es ja noch und deswegen fällt das nachher ganz normal eigentlich über die Schulter drüber. Ja, das ist sozusagen oben und hier, das hier wird unten. Ja. Und
dadurch, dass das Muster relativ einfach und schick ist, sind hier ein paar Runden dazugekommen. Ja, das hier geht halt definitiv leichter von der Hand als immer der Wechsel hier mit dem Reliefstäbchen. Aber gut. So ist das halt manchmal. Ja, manchmal hat man auch, wie gesagt, so ein Lieblingsprojekt, wo man einfach gerne in den Händen hat. Und dann arbeitet man daran auch unheimlich gerne. Bei mir, wie gesagt, ist es jetzt momentan hier diese Weste. Kann sich auch noch mal ändern. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt mit der nächsten Woche aussieht. Ich wollte auf alle Fälle noch mal versuchen, 1, 2 Runden hier an meinem Hexagon hier zu arbeiten und an der Sternenweste. Ja, mal gucken, was noch dazu kommt. Ich habe hier noch das, ich zeige es dir einfach gerade mal, hier dieses Quadrat. Aber daran habe ich die Woche nicht weitergearbeitet, aber vielleicht werde ich mir das die Woche auf alle Fälle noch mal zur Hand nehmen, also die kommende Woche jetzt. Da hatte ich ja so ein ganz leichtes Muster reingemacht und jetzt dieses Muster. Und ich bin mir ja nicht so sicher, was das werden soll, aber ja, ein Quadrat kann man immer ganz gut häkeln. Das häkle ich auch mit einer 3,5er Nadel und ist hier in seinem Kästchen, das auch von Miss Pimpinella ist, und das Garn ist von den Märchengarn. Der WF3, lila, violett, Erika, Lavendel und weiß. Märchengarne. Und ich glaube auch 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Im Vierfachbobbel. Gefällt mir auch sehr schön, gut. Sehr schön, will ich immer sagen. Sehr gut. Ja. Das ist einfach nur, wenn ich mal Lust habe auf Muster oder auf unterschiedliche Muster, und dann probiere ich das da dran so ein bisschen aus. Das ist einmal die. Und dann könnte ich noch mein Jäckchen sozusagen mal weiter häkeln. Das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Nicht weiter gearbeitet. Das ist 3,5er Nadel. Ist hier mit drin und das ist der Bobbel aus dem Etsy Shop Unicatis Bobbel, die Drachenkönigin. 1000 Meter, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Der ist erst in so einem Vanille und geht dann hier in dieses tolle Beere, Magenta über und dann in das Schwarz. Mit 1000 Metern kriegt man da auch eine schöne Jacke hin. Aber daran habe ich, wie gesagt, auch nicht weiter gehäkelt die Woche. Ja, da hatte ich auch hier so ein kleines Muster drin mit Reliefstäbchen. Wobei, wenn ich mir das jetzt so angucke, gefällt mir das nicht mehr so gut. Vielleicht mache ich die Reihe dann noch fertig und wechsle dann in ein anderes Muster. Mal schauen. Also mal gucken. Ja. Aber daran habe ich, wie gesagt, auch nicht weitergearbeitet. Aber könnte ich die Woche. Du kannst mir gerne mal schreiben in die Kommentare, welches Projekt von den 4 du vielleicht einen weiteren Fortschritt sehen möchtest.
sozusagen, dass das Hauptprojekt wird von der Woche. Ich weiß nicht, vielleicht ist das was, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man kann ja mal probieren und testen, ne? Genau. Ja, aber das waren, na jetzt habe ich hier aber Stäbel gemacht. Das waren die Projekte von der Woche. Und ja, du kannst mir gerne mal schreiben, welches dir vielleicht am besten gefällt, an was du häkelst, handarbeitest. Muss ja nicht häkeln sein. Es gibt ja auch wunderschöne Sachen, wo man stricken kann. Nur da bin ich leider ein bisschen untalentiert. Da komme ich nicht so schnell voran. Und dann frustriert mich das manchmal. Aber ich könnte es ja mal probieren. Je nachdem. Ne? Ja, in diesem Sinne hoffe ich, deine Woche war wunderschön. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Sonntag morgen. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib gesund. Mach's gut. Tschüss.